Willkommen im Jahr 2026 und jetzt wird die Brombeerhecke hier hinten geschnitten und ihr seid mit dabei. Los geht's! Jeder Gärtner, der gern Brombeeren isst, hat schon mal darüber nachgedacht, eine Brombeerhecke anzulegen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn das Ding wuchert, was das Zeug hält und bildet über den Sommer Seitentriebe und neue Haupttriebe. Und schnell kann eine klein angelegte Hecke im Garten komplett außer Kontrolle geraten. Das hier ist unsere Brombeerhecke. Meine beste Mama hat sie angelegt, als wir neu in diesen Garten kamen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und warum unsere Brombeerhecke immer noch so fit aussieht, das erkläre ich euch, während ich mit bester Papa die Hecke schneide. Brombeeren tragen nur am einjährigen Holz. Wenn man sie schneidet, fördert das neue fruchttragende Triebe. Und man verhindert, dass sie sich unkontrolliert ausbreitet. Die alten Triebe, die im Vorjahr Früchte getragen haben, werden nie wieder Früchte tragen und sterben im Herbst und Winter komplett ab. Wir schneiden also die alten Triebe komplett raus und schneiden sie etwa 10 cm über dem Boden ab. Da einige tief hängende Triebe bereits Wurzeln gebildet haben und in den Boden gewurzelt sind, wäre es sicher besser gewesen, das schon eher zu machen. Aber das ist nicht so gut für die Pflanze. Zu früher Schnitt vor dem ersten Frost regt das Triebwachstum an und die Brombeerpflanze bildet junge Neutriebe, die häufig erfrieren. Es wird zwar empfohlen, die alten Fruchttriebe schon im Herbst rauszuschneiden, aber wir lassen diese gern noch bis in den Winter stehen, denn dann können sich die Vögel an den restlichen Beeren und Samen weiterhin bedienen, bis Ende Dezember fast alles aufgegessen ist. Manchmal wird empfohlen, erst Anfang März, kurz vor dem Austrieb, die Brombeeren zurückzuschneiden. Man kann es auch noch bis Mitte April machen, auch wenn erste Blättchen schon zu sehen sind. Wir haben bei unseren Brombeeren aber gemerkt, dass der Schnitt im Dezember bzw. Januar für die Pflanzen kein Problem ist. Im Gegenteil, der Frost kann der Pflanze nichts anhaben und im Frühjahr hat die Pflanze einen leichteren Austrieb, wenn die Alttriebe nicht mehr im Weg sind und stören. Außerdem ist die Gefahr hoch, dass man bei einem Schnitt im März schon gewachsene junge Triebe und Knospen verletzt, wenn man das alte Holz herausschneidet. Wir haben einen Garten direkt am Waldrand und es gibt auch im Wald viele Brombeerbüsche, unter denen Igel und kleinere Tiere im Winter Schutz finden. An den Stängeln der Pflanze leben und vermehren sich außerdem einige Käferarten und Brombeerschädlinge, die man als Gärtner allgemein nicht haben will. Jedoch gibt es auch einige Nützlinge, die am Brombeerhecken leben. In den markhaltigen hohlen Stängeln von Brombeerpflanzen überwintern und nisten verschiedene Insekten. Zu diesen Nützlingen gehören erwachsene Marienkäfer, erwachsene Florfliegen und verschiedene Arten von Wildbienen, die offene, breite Markstängel als Niströhren nutzen. Sie suchen dort Schutz vor Kälte und Fressfeinden. Deshalb habe ich im letzten Jahr das Bienenhotel erweitert um ein paar markgefüllte Brombeerstängel. Die habe ich in passende Stücke gesägt und ins Insektenhotel eingeschichtet. Doch dazu erfahrt ihr mehr in meinen Gartenvideos dann vom Jahr 2025 und weil ich aktuell leider 1,5 Jahre hinterherhänge, wird das noch ein bisschen dauern. Falls in diesen alten Ästen noch Tiere dran sein und drin sein sollten, können die aber auch andernorts in den Haufen überwintern, in denen wir die Triebe aufgeschichtet haben, bis wir sie dann im Sommer verbrennen. Wenn dann alle Alttriebe rausgeschnitten sind, müssen die neuen Triebe dann an ein entsprechend stabiles Spalier gebunden werden. Das ist allgemein eine sehr stachelige Angelegenheit, bei der man die Stoffhandschuhe in Lederhandschuhe tauschen sollte. Zum Anbinden nehmen wir dicken alten Draht. Jeder einjährige Neutrieb wird auf maximal 5 Meter eingekürzt und am Spalier entlang gelegt. Die kräftigsten kommen nach oben, die weniger kräftigen nach unten. Sind schon Seitentriebe am Neutrieb gewachsen, kürzen wir diese auf 5 Augen ein. Als Augen bezeichnet man die kleinen Knospen am Trieb, die sich schon im Herbst ausgebildet haben. Sie zeigen an, wo im neuen Jahr die Blätter entstehen werden. Andere Ratgeber empfehlen sogar,
nur 2 Augen pro Seitentrieb stehen zu lassen, doch das kann bei starkem Frost zu hohen Verlusten führen. Ich denke, je später man im Jahr schneidet, desto mehr kann man wegschneiden. Und so sieht nach 4 Stunden Arbeit die Brombeerhecke wieder ordentlich aus und ist fit fürs neue Jahr. Und das war unser diesjähriger Brombeerschnitt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch oder lasst einen netten Kommentar da. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Dafür lasst bitte auch ein Abo da, das hilft mir besonders. Und ihr könnt euch das nächste Gartenvideo ansehen. Ciao! Und wir müssen jetzt noch aufräumen.